So, vielen Dank. Jürgen, allererste PK und direkt überpünktlich. Guter Start, würde ich sagen. Ganz herzlich willkommen zur DFB-Pressekonferenz, an die digital zugeschalteten, aber auch an Sie und euch hier am DFB-Campus. Wir streamen das live, deswegen darf ich die Fotografen einmal bitten, sich hinzusetzen, dass alle sehen können. Vielen Dank. Und dann natürlich ganz herzlich willkommen an Jürgen Klopp, an Hans-Joachim Watzke, erster Vizepräsident, und an unseren DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf. Bernd, jetzt gibt die Besetzung der PK ja schon einen kleinen Hinweis auf das bis dahin bestgehütete Geheimnis ganz Fußball-Deutschlands. Aber es sollte ja auch nie so sein. Es war ein Prozess, den ihr stringent und auch transparent geführt habt und der heute Morgen mit gleich mehreren Gremienentscheidungen abgeschlossen wurde. Ja, danke Franzi. Danke auch für Ihr zahlreiches Erscheinen. Herzlich willkommen hier am DFB-Campus. Tat ein paar einleitende Bemerkungen von mir. Aki wird das ergänzen und dann kommt Jürgen, denke ich, ausführlich zu Wort. Ja, in der Tat. Wir hatten heute Morgen eine gemeinsame Sitzung der Gesellschafterversammlung des Aufsichtsrats der DFB, GmbH und Co. KG. 26 Tage ist es her seit dem Ausscheiden, dem bitteren Ausscheiden, muss man ja sagen, in Paraguay bei der Fußball-Weltmeisterschaft, gegen Paraguay bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Ich kann Ihnen mitteilen und freue mich wirklich sehr darüber, dass wir die Gremiensitzung dann abgeschlossen haben heute Vormittag und es ein einstimmiges Votum gegeben hat für Jürgen Klopp und sein Team, hier die Position des Bundestrainers anzutreten. Und wir sind froh, deshalb heute Ihnen Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer präsentieren zu dürfen. Das Team von Jürgen Klopp, die Co-Trainer, das ist ja auch hinreichend bekannt, aber auch das ist bestätigt worden heute von den Gremien. Das sind Peter Krawietz, Pep Lijnders und Sven Bender, die Co-Trainerriege. Und ich glaube insgesamt, so war auch das einstimmige Votum und die Wahrnehmung heute in den Gremien. Und ich glaube ja auch in weiten Teilen der Öffentlichkeit, dass wir damit eine starke Gesamtaufstellung haben im DFB, um die kommenden Aufgaben anzugehen und hoffentlich dann wieder Erfolge feiern zu können mit der Nationalmannschaft. Ich will einfach nur ein paar persönliche Dinge noch sagen zu Jürgen. Wir haben sehr intensiv gesprochen die letzten Wochen, nicht nur in New York, auch hier bis zum gestrigen Tag. Er war von Anfang an unsere Wunschlösung und da waren wir uns im Verband auch sehr einig, dass er eigentlich der Kandidat ist, mit dem wir sprechen müssen. Wir haben dieses Konzept, Hans-Joachim Watzke und ich, sehr konsequent verfolgt, damit es gelingt. Wir haben uns um Jürgen Klopp bemüht. Das ist kein Geheimnis. Wir waren davon überzeugt, er ist die beste Lösung. Und deswegen haben wir diese Gespräche auch sehr stringent geführt in den letzten Wochen. Es gab natürlich es ging nicht nur um den Vertrag von Jürgen, es ging um die Co-Trainer-Verträge, es ging um Partnerverträge, es ging um Red Bull, dazu gleich noch ein bisschen mehr, aber es war eine sehr komplexe Thematik, der wir uns gestellt haben. Und jetzt kann man sagen, okay, 3 Wochen nach der WM, das sind 26 Tage, ich habe es eingangs gesagt. Ich glaube, dafür haben wir relativ stark noch aufs Gaspedal gedrückt, um diese ganzen Ergebnisse heute hier zu präsentieren. Die persönlichen Gespräche, die wir mit Jürgen hatten, die haben uns eigentlich nur in unserer Sichtweise bestärkt, dass er der richtige Mann am richtigen Platz ist. Und auch deswegen sind wir froh, dass er da ist. Er wird gleich zu seiner Arbeit, zu seinen Vorstellungen ja einiges sagen. Wir haben ihn wahrgenommen als jemand, der voller Energie ist, der große Lust hat auf diese Aufgabe, der eine große Hingabe, so kennen wir ihn auch aus seinen Clubs, dass er die Aufgabe immer mit großer Hingabe wahrgenommen hat und mit einem enormen Willen. Das sind 26 Tage, ich habe es mit dem enormen Willen, dann diese Mannschaften auch, die er trainiert, zum Erfolg zu führen. Und er ist einfach ein großartiger Motivator, glaube ich, und jemand, der Mannschaften, der Spieler besser macht. Und deswegen haben wir ihn verpflichtet. Deswegen glauben wir, dass er für uns die beste Lösung ist. Wir streben mit Jürgen Klopp eine langfristige Zusammenarbeit an. Auch das war zu lesen, aber ich möchte es ausdrücklich hier nochmal bestätigen. Der Vertrag mit Jürgen Klopp läuft bis zum Sommer 2030. Das heißt, bis zur nächsten Fußball-Weltmeisterschaft in Marokko, Spanien,
Spanien und Portugal plus der 3 Spiele in Südamerika. Und die Vertragslaufzeit beginnt am 15.8. Soweit zu dieser Personalie. Es gibt eine weitere Personalie, über die ich Sie informieren möchte. Auch hiermit hat sich Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung heute Morgen beschäftigt. Es geht um Per Mertesacker. Es geht um die Nachfolge in der Position der Geschäftsführung Sport, Nachfolge von Andreas Rettich. Auch hier gab es ein einstimmiges Votum unserer Gremien, diese Position neu zu besetzen, ab dem 1. Januar 2027 mit Per Mertesacker. Auch er hat sich wie Jürgen dem Gremium heute Morgen gestellt, hat sich vorgestellt, hat seine Ideen und Vorstellungen entwickelt vor den Gremien, vor der Abstimmung, sodass jeder auch einen wirklichen Eindruck hatte, wie sich die Personen, die ihre Arbeit hier vorstellen beim DFB. Und auch das war so überzeugend von Per, dass die Gremien auch hier, wie gesagt, einstimmig zugestimmt haben. Lassen Sie mich zu Per Mertesacker und zu der Vorgeschichte noch was sagen. Es ist so, dass viele Experten, als klar war, dass Andreas Rettich seinen Vertrag nicht verlängern wird, der ja zum Jahresende ausläuft, dass dann der Name von Per direkt in aller Munde war und er gesagt wurde, ja, es ist ja ein geeigneter Kandidat. Die Wahrheit ist, dass Andreas Rettich, das Rudi aber auch immer mit eingebunden und ich seit ungefähr 1,5 Jahren schon mit Per Mertesacker im Gespräch sind. Wir waren uns von Anfang an immer klar, wenn es eine Nachfolge, wenn es eine Position im Verband gibt, die es zu besetzen gilt im sportlichen Bereich, dann ist Per für uns eine interessante Person und haben diese Gespräche mit ihm dann sehr frühzeitig aufgenommen. Er hat auch immer signalisiert, dass er bereit wäre, so eine Aufgabe zu übernehmen. Und diese Gespräche sind nie abgebrochen und der Gesprächsfaden zu ihm nie abgerissen. Und als die Position jetzt zu vergeben war, die Geschäftsführung Sport, sind wir nochmal auf ihn zugegangen in der vergangenen Woche, haben intensiver gesprochen, ob er sich diese Aufgabe zutraut. Es geht ja hier wohlgemerkt nicht nur um die A-Nationalmannschaft der Männer, hier geht es ja um den Fußball in Gänze, sprich auch die Frauennationalmannschaft, die Frauen-U-Teams, aber auch der Bereich von Hannes Wolf, der wichtige Bereich von Hannes, wo es um Nachwuchs, Talente und Talentförderung geht. Und das wird künftig alles unter der Federführung von Per dann vereint. Und er hat diesen Zuständigkeitsbereich, wie gesagt, von Andreas dann übernommen oder wird ihn übernehmen zum 1. Januar. Bis dahin bleibt Andreas natürlich an Bord, wird seine Aufgabe hier erledigen. Aber deshalb ist Per auch heute noch nicht hier. Wir werden ihn nochmal gesondert vorstellen, dann Ende des Jahres in einer gesonderten Pressekonferenz, wo er dann auch zu Ihnen sprechen kann. Aber das ist noch ein halbes Jahr hin oder ein knappes halbes Jahr, weshalb er hier heute noch nicht dabei ist. Letzter Punkt von meiner Seite, auch das viel beschrieben, das war die Vertragssituation, die bestand zwischen RB und Jürgen Klopp. Wir haben, Aki und ich, auch hier sehr intensive Gespräche geführt mit RB insbesondere und eigentlich ausschließlich mit Oliver Minzlaff. Und ich möchte es an dieser Stelle auch ausdrücklich sagen, dass ich Oliver Minzlaff sehr dankbar bin für die Gespräche, wie wir sie geführt haben, dass wir sie führen konnten und dass wir eigentlich relativ schnell der Auffassung waren, gemeinsam der Auffassung und einig darin waren, dass eine gleichzeitige Ausführung seiner Funktion, also Jürgens Funktion bei RB und die Ausübung des Amtes des Bundestrainers sich nur schwer miteinander vereinbaren lassen, dass es nicht zielführend ist, diese Position parallel laufen zu lassen oder ein wie auch immer geartetes Engagement bei RB sozusagen der vollen Konzentration auf die Aufgabe, die hier vor ihm liegt beim DFB, wahrscheinlich nicht zuträglich ist. Und deswegen war klar relativ schnell, dass er komplett seine Aufgabe bei RB aufhört und die volle Konzentration denn hier beim Verband liegt. Wir haben in der Tat in Anerkennung auch dieser Bereitschaft von RB, den Vertrag mit Jürgen Klopp dann vorzeitig zu beenden und da nochmal der große Dank an Oliver Minzlaff. Aber in Anerkennung dieser Bereitschaft von RB hat sich der DFB zu 2 Dingen bereit erklärt. Erstens, auch das war zu lesen, aber ich will es ja auch nochmal ausdrücklich bestätigen. Es wird eine Zuwendung geben seitens des DFB an die RB-nahe Stiftung Wings for Life in Höhe von 1 Million Euro.
Und es wird zweitens bis zum Jahre 30, auch das ist Leipzig zugesagt worden, 3 Länderspiele geben der A-Nationalmannschaft der Männer in Leipzig, auch in Anerkennung dessen, dass die Freigabe hier so unkompliziert und unbürokratisch erfolgt ist. Insofern zeigen wir uns hier erkenntlich Richtung Leipzig, Richtung der Stiftung, Richtung des Unternehmens und sind nochmal sehr dankbar dafür, dass das so vonstatten gegangen ist. Eben, wie gesagt, relativ kurzer Zeit, kein Monat vergangen seit dem Ausscheiden, aber ich glaube, dafür haben wir eine ganze Menge erledigt. Und soweit erstmal von meiner Seite. Gerne Aki, dann ergänzend. Danke, Bernd. Ich will mich auch kurz fassen. Wo ist der Knopf? Ich will mich auch kurz fassen, weil ihr wollt ja im Prinzip das hören, was der Jürgen gleich zu sagen hat. Aber es ist schon ein besonderer Tag heute, das merkt man ja nicht nur an der Präsenz hier, die ja schon außerordentlich ist, aber es waren schon jetzt 26 Tage, wo sehr viel los war und ein großes Kompliment an Bernd, der die ganzen Fäden, die da so in der Luft wirbelten, alle irgendwo zusammengeführt hat. Und das war auch dann nicht so einfach. Im Nachhinein sieht das alles so einfach aus, aber das war schon relativ kompliziert am Anfang. Auch das Thema, Bernd hat es gerade angesprochen, mit Red Bull. Auch da, wie gesagt, sind wir wirklich dankbar, dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ich habe mich so ein bisschen amüsiert darüber, dass ich gelesen habe, ja, die haben ja im Prinzip sich sofort auf einen festgelegt. Wenn du das Gefühl hast, dass es der Beste ist, sollst du es idealerweise machen, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen so klingt, als wenn es früh festgelegt worden ist. Und da habe ich gelesen, es ist ja gar nicht gesagt worden, was ist eigentlich schiefgelaufen. Aber wenn man vor der Verpflichtung eines neuen Bundestrainers steht, dann müsste man schon ziemlich bescheuert sein, wenn man den nicht dann in diese Analyse mit einbinden wollen würde. Und das wird ja die nächsten Wochen jetzt auch passieren. Insofern war das ein zeitlicher Ablauf, der einfach alternativlos ist. Aber es ist ja, ich habe mich dran gewöhnt, dass es in Deutschland so ist, dass es alles erstmal immer ein bisschen kritischer gesehen wird. Ich bin jedenfalls sehr, sehr froh, dass Jürgen da ist. Ich habe ja als Einziger, glaube ich, schon mal das Privileg gehabt, 7 Jahre mit ihm engstens zusammenzuarbeiten. Und aus dieser Zusammenarbeit heraus weiß ich, dass er für diese Situation, die geschaffen ist, wohl wissend, dass er jetzt kein Vereinstrainer ist, dass es eine andere Aufgabe ist, aber er wird die bewältigen, weil Jürgen hat die Fähigkeiten, auch alle zusammenzuführen, auch zu bündeln und dann im Prinzip auch dann Ergebnisse zu erzielen. Das hat er überall geschafft, das wird er auch hier schaffen und dass es für mich persönlich eine große Freude ist, weil ich immer so ein bisschen im Hinterkopf hatte, einmal würde ich ganz gerne noch mit dem zusammenarbeiten. Das müsst ihr mir einfach mal verzeihen. Ich finde das heute ein schöner Tag und jetzt wollen wir mal dran arbeiten, dass ihr das alle in der Retrospektive irgendwann dann auch als durchaus gelungenen Tag empfindet. Dankeschön. Jetzt haben wir viel über den neuen Bundestrainer gehört. Jetzt wollen wir ihn natürlich auch selber hören. Jürgen, wie hast du das Votum der Gremien entgegengenommen und wie gehst du vor allem die neue Aufgabe an? Erfreut. Also wenn die Pressekonferenz schon anberaumt ist, habe ich jetzt nicht großartig gezweifelt, ohne in die Prozesse so richtig involviert zu sein. Und vielleicht wäre auch eine coole Nummer gewesen, wenn wir uns jetzt hier heute getroffen hätten, ihr wärt alle gekommen und dann hätte das Gremium entschieden, nee, machen wir nicht und alle fahren wieder nach Hause. Es ist eine große Ehre, hier heute zu sitzen und was bei mir passiert ist in den letzten Tagen, ist, dass einem da so ein bisschen Film abläuft, ein bisschen was durch den Kopf geht. Wo ging alles los? Wo kommt man her? Ich hatte schon eine Ahnung, wie groß das Amt des Bundestrainers ist, aber wenn man direkt damit in Verbindung gebracht wird, dann ist das schon, dann fühlt man die Größe und die Verantwortung, die dahinter steckt, noch mehr. Und da ich weiß, wo ich herkomme, ist es für mich unvorstellbar gewesen auf diesem Weg, dass das irgendwann dazu kommt. Seit ein paar Jahren kann man sicher davon ausgehen, dass irgendwann mal die Anfrage vielleicht nochmal kommt. Sie war ja schon mal da hat es nicht funktioniert. Und trotzdem ist es heute so mit der Entscheidung, mit der Vertragsunterschrift, ist ein sehr, sehr besonderer Tag für mich.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben, sowohl von DFB-Seite wie eben auch von Red Bull-Seite, weil bestehende Verträge sind dazu da, dass zumindest darüber gesprochen wird, wie man sie vernünftig auflöst. Ich glaube, das ist uns gelungen. Bin aber auch froh, dass das jetzt erledigt ist und wir uns jetzt wirklich um die Dinge kümmern, die wichtig sind. Auf diesem Weg, den wir im Idealfall alle gemeinsam einschlagen, werden wir euch auch brauchen. Deshalb sind wir heute hier und haben so die Gelegenheit, so ein bisschen auf einen gemeinsamen Weg einzuschwören, wem es egal ist, wie es mit uns weitergeht, wie es mit dem DFB weitergeht, wie es mit dem deutschen Fußball weitergeht. Gut, dem kann ich dann natürlich nicht helfen, aber wem es nicht egal ist, muss ein bisschen Auftrag erfüllen. Ich sage das unter Vorbehalt dessen, dass ich war jetzt 2 Jahre raus aus dem aktiv im Leben mit den Medien. Ich habe mal Interviews hier oder da gegeben und ich kann nicht behaupten, dass ich vermisst hätte. So, aber habe mich der Situation natürlich trotzdem jetzt durchaus auch wissend um dieses größere Interesse ausgesetzt und war dann natürlich schon ein bisschen überrascht, nicht verärgert, noch nicht, aber überrascht, wie schnell rauskam. Und auf dem Weg, auf dem wir uns irgendwann einigen müssen, wäre es irgendwie hilfreich, wenn wir richtig vor Schnellstellen bei der Berichterstattung, wenn wir das Hirn mit einschalten, wenn wir was erfahren, ob wir es wirklich auch raushauen oder ob wir einfach im Sinne der Sache dann denken, ja komm, drüber mal ein Auge zu. Solche Dinge. Ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass ich das, was ich mache oder vorhabe, gemeinsam mit meinem Trainerteam, da komme ich gleich dazu, mache ich nicht für mich. Bin 59, bin kein unbeschriebenes Blatt, wie wir alle gemerkt haben. Wir haben Partner mit hergebracht, witzigerweise immer knapp neben den DFB-Partnern, aber halt dann trotzdem, auch da musste eine Lösung gefunden werden. Die wurde gefunden, auch da Dank an alle. Und man hat eben gesagt, Bernd hat gesagt, also bei Per Mertesacker über den Job geschrieben hat, da geht es nicht nur um die A-Nationalmannschaft, mir geht es auch nicht nur um die A-Nationalmannschaft. Aber das ist der erste Job, darum geht's natürlich, dass wir besser Fußball spielen mit den Jungs, die wir da haben. Und im Idealfall haben wir alle gemeinsam daran, dass wir am Ende davon noch viel, viel mehr zur Verfügung haben. Aber nochmal, ich mache das nicht gegen euch, sondern für euch. Und niemand muss mir dankbar sein, ich habe es gesagt, es ist eine Riesenehre. Ich werde dafür sehr gut bezahlt, das ist also alles klar. Aber an dem Tag, an dem ihr das nicht mehr wollt, sagt ihr es und ich bin weg. Ohne Abfindung. Wenn ihr morgen sagt, der ist scheiße, bin ich weg. Also es ist nicht Einzelne, soll sich schon ein paar mehr. Also einer reicht nicht. Wenn der DFB sagt, so machen wir nicht weiter, bin ich weg. Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg. Um es klar zu machen. Weil ich mache den Job, obwohl ich mitbekommen habe, wie er mit Julian umgeht, obwohl ich mitbekommen habe, wie England mit Tuchel umgeht, in einer Situation, wo nur der sportliche Erfolg. Und es gibt andere Länder, wo es vielleicht sogar noch schlimmer ist, da habe ich nichts gelesen drüber. Das ist das Einzige, was ich verlange. Kritisiert mich für das, wenn etwas funktioniert, wenn was nicht funktioniert. Müsst mich nicht zu sehr loben, wenn es funktioniert. Das sollte selbstverständlich sein. Wenn das nicht funktioniert, bin ich gerne bereit, daran zu arbeiten. Ihr müsst mir nur glauben, dass es nur um die Sache geht. Jürgen Klopp hat keine Karriere nach der Nationalmannschaft. Also ist nicht also irgendwie der Höhepunkt. Das ist idealerweise der Höhepunkt meiner Karriere, meines Lebens, meines beruflichen Lebens. Ich werde alles da reinlegen, was mir zur Verfügung steht. Habe für mich das beste Trainerteam possible zusammengestellt. Das muss ich auch kurz erläutern, weil Bernd hat es fast komplett aufgezählt, aber nicht ganz komplett. Nicht aus bösem Willen, sondern weil man das, glaube ich, auch ein bisschen erklären darf, weil sonst wird wild spekuliert. Ich habe dabei Pepijn Lijnders, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe bei Liverpool. Außergewöhnlicher Trainer, darf ich euch ausrichten, auch riesen Bock auf die Aufgabe hat. Ich habe dabei Peter Krawietz, mit dem ich seit fast 30 Jahren zusammenarbeite, der natürlich mein Vertrauen genießt, aber vor allem darüber hinaus eine außergewöhnliche Qualität mitbringt, weil eins dürft ihr mir glauben, ich habe noch nie einen Freund eingestellt. Ich habe ganz viele Freunde glücklicherweise und kaum einer von denen arbeitet mit mir, das ist ja fast keiner. Aber manche davon werden es im Laufe der Zusammenarbeit, ganz bestimmt, weil man eng zusammenarbeitet. Wir haben Sven Bender mit dabei im Boot. Sven aus unterschiedlichen Gründen. Und ich habe vorher schon gesagt, im Präsidiumssitzung? Aufsichtsrat. Muss ich mich noch dran gewöhnen. Vielen Leuten. Die
Habe nicht Unterhaching weggenommen, sondern ich habe gelesen, dass er Unterhaching auflöst und dann habe ich gedacht, na dann spreche ich doch mal mit ihm, was er so vorhat. Habe ich mit ihm gesprochen, kenne ihn lange, finde die Situation perfekt. Ein junger Trainer, der schon beim DFB gearbeitet hat, der Nationalspieler war, das war mir auch wichtig. Dafür brauche ich keinen Rekordnationalspieler, aber jemand, der die Abläufe ein bisschen kennt, weil das wissen ja nun mal alle, die kenne ich nicht. Aus sehr guten Gründen durfte ich hier nie rein in das Gebäude, in Fußballschuhen zumindest. Und habe dann noch Mark Kosicke dabei. So, Mark Kosicke, den ihr alle kennt als mein Berater, so war der öffentlich, glaube ich, gleich dargestellt, ist sozusagen, und so nenne ich es jetzt einfach mal, damit es alle verstehen, ist mein Co-Trainer für Strategie, Entwicklung und Innovation. Weil ihr habt alle gesagt, oder viele von euch haben gesagt, es darf sich nicht nur der Cheftrainer, mit der ein anderer kommt, er hilft nicht, das reicht nicht. Und stimmt. Das ist auch meine Meinung. Weil das ist einfach unter Umständen normal, besser Fußball spielen sollten wir, 100%. Aber wir müssen auch ganz viele andere Dinge ändern. Und da muss man Leute haben, die sich auch darum kümmern, mit mir gemeinsam. Weil wir wollen tatsächlich jeden Stein umdrehen. Und wenn unter dem Stein was Gutes ist, dann legen wir den Stein gerade wieder drauf und ist alles gut, machen es wie vorher. Und wenn unter dem Stein was ist, was angepasst werden muss, dann machen wir das. Meine Hauptaufgabe ist es, der A-Nationalmannschaft zu helfen. Das funktioniert nur, wenn im Unterbau sehr gut gearbeitet wird, wovon ich ausgehe. Bin mir sogar sicher. Und wir da ganz eng zusammenarbeiten, das werden wir tun. Aber darüber hinaus, diesen Verband mit uns gemeinsam auch in die Zukunft zu führen, ist eben auch die Idee. Weil im Moment das Gefühl, wir sollten im einen Bereich so machen wie die Franzosen, im anderen so machen wie die Spanier, im dritten Bereich so machen wie die Engländer. Jetzt können wir doch einmal versuchen, dass in 4, 5, 6 Jahren die Leute sagen, wir sollen so machen, wie die es beim DFB gemacht haben. Die haben damals die richtigen Schlüsse aus der Situation gezogen. Und genau dafür ist die Situation jetzt da. Es gibt nicht viel Gutes über die Situation zu sagen, wenn man so früh bei einer WM ausscheidet. Wenn alle alles versucht haben, dass es besser aussieht. Aber es ist der Moment, wo man ganz genau hingucken muss und dann ohne Aktionismus Dinge verändert, anpasst, intensiviert und dann besser Fußball spielt, ja. Verbesserung hat meistens mit mehr zu tun, also mehr zu investieren hilft auch. Aber vor allem den Blick eben auch auf das zu richten, was nicht direkt im Moment den Fußball beeinflusst, aber in der Zukunft. Weil wenn wir bei dieser Weltmeisterschaft theoretisch, und ich habe jetzt ein paar Wochen Zeit gehabt, nicht die komplette Zeit damit benutzt, aber so eine Liste von Namen mal gemacht, die mich interessieren würden, wo ich gerne mehr drüber wüsste, Spieler, die man gehört hat, ein bisschen kennen, ein bisschen. Und habe 57 Feldspieler, die ich mir angucke. Wenn man über deutschen Fußball nachdenkt, ist mal so, dann hat man das Gefühl, wir haben gar keine guten. Dabei hatten wir ehrlich gesagt relativ viele gute bei der WM, die nicht so dolle gespielt haben. Das, glaube ich, würden sie selber konstatieren. Und wir können vielleicht auch sagen, wir waren Erling Haaland oder ein Kylian Mbappé oder sonst was von einer weiteren Runde entfernt, wenn die mitgespielt hätten in der Topform bei uns, also aus Versehen Deutsche. Das heißt, die komplette Entwicklung des deutschen Fußballs ist ein Topspieler entfernt von der nächsten Runde oder der übernächsten Runde. So kann man es sehen, nur so sollte man es nicht sehen. Das heißt es ist im Moment alles andere als alles schlecht, aber es ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Und deshalb wollen wir als Team, als Trainerteam ein Paket darstellen. Ich war noch nie ein Trainer, der einfach nur vorbeikommt und die Jungs durchbewegt und dann nach Hause fährt, wenn das Training rum ist. Ich habe mich schon immer gekümmert um Dinge, die im Verein abgelaufen sind. Jetzt ist es ein Verband, jetzt ist es ein Land. Ich habe immer mich verantwortlich gefühlt, in dem jeweiligen Verein den Fans des Vereins absolut meine ganze Kraft zur Verfügung zu stellen. Das möchte ich nicht alle Leute, dass vielleicht nicht alle deutschen Fußballfans sind, aber alle, die Fußballfans sind und die das interessiert, denen fühle ich mich verpflichtet. Und das bedeutet, den Job so gut wie möglich zu machen. Und mich dabei nicht zu wichtig zu nehmen, das wird auf gar keinen Fall passieren. Das wissen jetzt wirklich alle, vor allem die Älteren, dass ich weit davon entfernt bin, perfekt zu sein. Wenn man mir eine blöde Frage stellt, heute bin ich super relaxed, aber ich weiß, dass das nicht so bleiben wird, dann kann ich auch extrem blöde Antworten geben. Aber wenn jeder, der wirklich Lust drauf hat, das mit uns gemeinsam, alle gemeinsam anzugehen, ist super herzlich willkommen. Wir haben jetzt noch ein paar Wochen Zeit, bis es bis zur ersten Länderspielphase geht.
ich finde es genug Zeit für mich darauf richtig vorzubereiten. Es wird meine erste sein, gemeinsam mit meinem Team. Aber alle sind bereit. Und jetzt bin ich bereit für Nachfragen, falls noch welche da sind, weil ich, glaube ich, viel länger geredet habe, als ich gedacht hätte zumindest. Und Franzi auch, denke ich. Ich habe mich nicht getraut zu fragen, ob es noch Fragen gibt. Aber bitte. Günther Klein hier in der Mitte. Herr Klopp, Sie sind der 13. Bundestrainer. Wen haben Sie denn als Figur vor Augen, als den Bundestrainer, an dem man sich orientieren könnte? Und wie könnte denn Ihr Alltag aussehen? Werden Sie ein Büro in Frankfurt hier am Campus beziehen? Werden Sie viel im Stadion sein, auch mal nach England fahren oder ins Ausland, wo potenzielle Nationalspieler sind und auch Vereine im Training besuchen? Danke. Habe ich tatsächlich so nicht drüber nachgedacht, wenn ich mir als Vorbild nehmen könnte. Ich habe gehört, dass Helmut Schön auch in Wiesbaden gewohnt hat. Da wohne ich seit kurzem auch. Franz habe ich geliebt für alles, was er gemacht hat. Kann ich tatsächlich sagen, ob Franz ein Vorbild ist. Rudi sitzt hier, darf ich auch nennen. Also erstmal ist es einfach so, dass ich bin die Zahl 13. Es ist überraschend wenig. So, Trainer. Für mich ist der deutsche Fußball ganz alt und lange schon dabei und dann irgendwann geht's los, und jetzt einer davon zu sein, ist schon sehr speziell. Aber müsste ich nochmal genau drüber nachdenken, an wem ich am besten an den Erfolgreichsten orientieren, am besten die Mannschaften entwickelt haben und am Ende sich den verdienten Lohn abgeholt haben. Muss man nochmal genau hingucken. Das Interessante ist, dass ich meinen Alltag natürlich noch gar nicht kenne, also weil ich so hundertprozentig da jetzt mich reinfinden muss. Bin ganz froh, dass es jetzt nicht morgen losgeht mit dem ersten Spiel, dann wäre ich leicht überfordert, aber mit den paar Wochen, mir wurden eben die Räumlichkeiten gezeigt. Es sind Büros vorhanden, ich wohne, wie gesagt, nicht weit von denen entfernt. Ich werde hier ganz bestimmt oft sein. Wie oft, kann ich im Moment wirklich nicht sagen. Ich werde Spiele gucken, hundertprozentig. So in jedem Land, in dem unsere Spieler unterwegs sind und dementsprechend natürlich auch in Deutschland. Wobei ich auch sagen muss, dass Spiele habe ich jetzt zuletzt ja wahnsinnig viele geguckt und habe da alle Erkenntnisse gewonnen, die ich gewinnen wollte, immer, auch wenn es um andere Vereine ging, in anderen Ländern. Mir wichtiger ist der Kontakt, den man dann zu den Spielern hat, ein bisschen wichtiger ist, als dass man das Spiel einfach gesehen hat, weil bin es nicht gewohnt, ein Spiel zu gucken, wo ich nur auf einen Spieler achte, das muss ich mir angewöhnen, möglicherweise, oder auf 2, 3 gleichzeitig, auch nicht so einfach. Aber ich werde versuchen, mit den Spielern relativ zügig in Kontakt treten zu können, weil das ist ja dann am Ende das eine, egal was ich für Ideen entwickle, ohne die Spieler habe ich da gar keine Möglichkeit, die umzusetzen, und deshalb wird das so die erste Aufgabe sein. Wenn man die hier treffen kann, weil ich sie hier im Büro treffen, wenn man sie irgendwo anders treffen muss, weil sie da, wo sie leben, weil es ja praktischer ist für sie, was sehr wahrscheinlich ist, werde ich möglicherweise häufiger da sein. Aber mehr kann ich über den Alltag nicht sagen, das ist ein offenes Feld. Ich kann über mich sagen, ich war schon immer tendenziell eher ein bisschen mehr gemacht als zu wenig. Also das habe ich jetzt nicht gespürt, dass ich das verändert hätte. Also dementsprechend werde ich versuchen, es richtig zu machen im Sinne der Spieler. William Leng, direkt daneben. Ja, hallo Herr Klopp, herzlich willkommen. Sie haben einmal ganz kurz schon Ihren Vorgänger Julian Nagelsmann erwähnt und Sie kommen ja jetzt aus einer speziellen Situation als auch TV-Experte bei der WM, wo Sie eben die Arbeit Ihres Vorgängers bewerten mussten. Jetzt nochmal meine Frage, gab es schon einen Austausch mit Ihrem Vorgänger? Kommt es nochmal zu diesem Austausch? Ist das was Sie nochmal forcieren möchten? Also es gab seit der WM keinen Austausch. Ich weiß jetzt nicht, ob man das... Also inwieweit ich den brauche, möchte ich sehen. Also wenn ich mit Julian sprechen, hat gestern Geburtstag, herzlichen Glückwunsch nachträglich, muss man entscheiden. Aber es geht nicht darum, respektiere Julian Nagelsmann total. Wir können gerne, wenn ihr wollt, der Tag mit dem Noch war einer der schlechteren meines Lebens, weil ich einfach ich wusste in dem Moment, als Thomas Müller gesagt hat, es ist so nicht September. Da war mir klar, jetzt platzt die Bombe. Bis dahin ist mir das nicht so richtig aufgefallen. Bin ich gern darauf verzichtet, aber konnte ich natürlich nicht. Ist nun mal passiert.
da habe ich mich entschuldigt, das akzeptiert. Anschließend hat Julian mir zum Geburtstag gratuliert, der ja auch dann da war, dass ich glaube, da liegt nichts im Argen. Wünsche ihm nur das Beste, das Allerbeste. Und wenn es irgendwann die Zeit gibt, werde ich auch mit ihm sprechen. Aber ich glaube, im Moment ist heute für Julian wahrscheinlich auch eher ein guter Tag, dass das Kapitel jetzt abgeschlossen ist. Und es für ihn jetzt einfach auch weitergeht. Wann genau er das möchte, weiß ich nicht. Dass so viele Möglichkeiten haben wird, da bin ich mir ganz sicher. Und wünsche ihm dafür alles Gute. Markus Bark. Jürgen, die anderen Bedingungen als Nationaltrainer sind angesprochen worden. Wird die Nationalmannschaft trotzdem den Klopp-Fußball eingetrichtert bekommen oder musst du das ein bisschen anfassen? Also der Klopp-Fußball, für den du in Dortmund und Liverpool bekannt bist. Naja. Also, wenn wir über die WM nachdenken und uns die Spiele angeguckt haben, haben wir sie alle so ein bisschen das Gefühl gehabt, also ob das möglich war oder nicht, und bei anderen Ländern hat es so ein bisschen ausgesehen, ja, ein bisschen intensiver hätte schon sein können. Also habe ja vorher auch gesagt, dass im Fußball Verbesserung ganz oft mit mehr zusammenhängt, also im Leben generell, mehr Aufwand, mehr Intensität, ja. Ja, ist schon der Plan. Das ist aber, also Gegenpressing ist auch ein wichtiges Thema. Es ist eine gute Organisation, eine stabile Formation, alles wichtige Dinge. Eine klare Fußballidee erkennbar machen, ja. Mit allen Unwägbarkeiten, die ich kennenlernen werde. Also wir werden in der Nationalmannschaft keine Manndeckung spielen, aber die beste Mannschaft, die wir in Deutschland haben, spielt Manndeckung. Das ist eine Herausforderung, muss man sehen. Ist eigentlich in anderen Ländern auch nicht anders. Also es passiert und geht natürlich auch, und trotzdem ist es, ja, so, es spielen viele Vereine, nicht so viele, aber schon ein paar, und das war für mich bei der WM eine ganz schöne Erkenntnis, dass die Viererkette gewonnen hat, war für mich so die Mannschaften, die das Spiel aktiv bestimmen wollten, die Mannschaften, die wirklich sozusagen das Turnier gewinnen konnten, haben alle mit 4 gespielt. Werden wir auch tun. Wir werden mit Flügeln spielen, weil ich davon überzeugt bin, dass heute jede Mannschaft, jeder Gegner kann das Feld sehr, sehr eng machen. Den einzigen Vorteil, den man hat, ist ab und zu für einen kurzen Moment am Flügel. Das heißt, die Spielmacher der heutigen Zeit sind am Flügel. Und so wird das ablaufen. Es werden Spieler Möglichkeiten bekommen, die jetzt möglicherweise gerade noch gar nicht damit rechnen, einfach weil ich gerne mutig sein werde und das auch bin. Das war ich schon immer und werde ich auch bleiben. Ich hab Lust, mit Jungs zusammenzuarbeiten, die einen Fußball spielen wollen, der allen gefällt. Und damit meine ich nicht, ist nicht immer sofort erfolgreich, das wissen wir alle. Aber ich möchte auch mit der Nationalmannschaft etwas schaffen, dass die Leute nach dem Spiel nach Hause gehen und denken, oh, wow, das war wirklich cool. Das hätte ich sehr gerne. Dazu brauchst du ein paar Dinge. Und ich habe ja, wenn Jürgen Klopp irgendwo reinkommt, dann ist ein Riefen Aufriss, dann macht man Fotos gemacht, dann wird Jürgen Klopp Bundestrainer und heißt, jetzt werden wir Weltmeister. Erfolg ist Leistung in Relation zur Erwartungshaltung. Und wir brauchen eine realistische Erwartungshaltung. Wenn wir darüber sprechen, dass wir in Deutschland, wird gefragt, sind wir so gut wie Frankreich? Und die Antwort lautet nein, dann stimmt das nicht. Die Frage müsste lauten, haben wir Spieler wie Dembele, Mbappé, Doué, Barcola, haben wir das alles in der gleichen Anzahl? Nein. Aber schlagen kann man sie natürlich trotzdem. So, es ist nicht wichtig, was ich eingangs schon gesagt habe, nicht wie Frankreich, nicht wie Spanien, nicht wie England, nicht wie Argentinien oder sonst irgendjemand, sondern wie wir. Aber auf unsere Art, eine sehr, sehr intensive Art des Fußballs. Sehen wir im Moment die Nummer 1 der Welt? Nein. Macht nichts, es passiert ständig, das ist also mit anderen genauso, das ist ungefähr, außer der 1 sind es alle. So, das kann man sagen, wären wir happy auf 2, da würde uns stören, dass wir nicht auf 1 stehen. Können wir die, 11 Mannschaften vor uns schlagen? Ja, in bestimmten Momenten sollte man das möglich machen. Dazu muss man auf eine bestimmte Art und Weise Fußball spielen und die wollen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ich muss zugeben, dass ist eine Weile her, und das ist mir jetzt nicht als Kritik verstanden, ist eine Weile her, dass ich Länderspiel geguckt habe, links und rechts von großen Turnieren. Ich hätte echt gerne, dass wir da alle Länderspiele gucken. Aber wäre mir echt recht. Wir können das nicht ohne die Leute da draußen machen. Das geht nicht. Aber es lohnt sich. Also da bin ich naiv, auch möglich. Oder habe ich schon mal vorgeworfen in meinem Leben. Aber ich hab dreimal erlebt, wie erfolgreicher Fußball eine Stadt verändern kann. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass erfolgreicher Fußball tatsächlich auch ein Land verändern kann. Also die Reihenfolge, da müssen wir so ein bisschen drüber, also was wollen wir erst Stimmung, dann guten Fußball oder erst guten Fußball, Stimmung, also das ist mir wurscht, wir können beides gleichzeitig versuchen, bei den nächsten Länderspielen auf ein höheres Level. Wir brauchen eine gewisse Geduld, im Sinne von, wenn er mich fragt, dann haben wir, wenn das erste Länderspiel ist, habe ich die Nationalmannschaft zusammen seit Sonntag. Das Länderspiel wird sein am Donnerstag. Im Idealfall habe ich vorher schon ein paar Spieler getroffen, von denen ich nicht mal weiß, ob ich sie anschließend einlade, weil ich das noch gar nicht durchdacht habe. Aber einfach mal loslegen, so nach dem Motto. Wir haben 4 Tage. Und dann fragt ihr mich, ist relativ sicher, und bist du mit den Fortschritten zufrieden? Und ich muss dann sagen, ich möchte gerne Fortschritte sehen. Möchte ich erst sagen. Also ich will einfach sehen von den Jungs, die da eingeladen werden, dass die mir zeigen, dass was ganz, 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 ganz Besonderes ist für die Nationalmannschaft. Nicht sagen, zeigen. Sagen, für mich ist es die größte Ehre, die ich mir jetzt echt vorstellen kann, dass ich hier sitze. Und es ist keine Drohung anspielen. Nicht, dass jetzt irgendeiner draus macht, da geht's schon los mit eurer Ding. Jürgen sagt das und das und das. Das ist eure Aufgabe, dass ihr nicht ständig missversteht. So versucht mich zu verstehen, wenn ich schon rede. Und nicht irgendwas draus stricken. Wenn ich Scheiße rede ich Scheiße, dann macht was wollt damit. Aber wenn ich versuche, das richtig zu sagen, dann versucht das zu finden und helft dabei, dass es bei den Leuten richtig ankommt. Weil ich werde es nicht allen recht machen können. Weder mit Aufstellung noch mit sonst was. Wenn ich jetzt mit dem rede und habe mit dem noch nicht gesprochen, dann ruft er den an, mit dem ich nicht gesprochen habe. Mit mir redet er nicht. Ich versuche, das alles richtig zu machen. In unserem Sinne, wenn man so will. Und damit wir am Ende Fußball spielen. Für mich war das nur so ein Gedanke, ich weiß nicht, ob der hier funktioniert, aber wenn ich ein paar Sekunden die Augen zumache und mir vorstelle, Deutschland wird in 4 Jahren Weltmeister, nochmal so, dann fühlt sich das zum einen echt gut an, weil ich habe eine relativ gute Vorstellungskraft bei solchen Sachen. Und dann bin ich mir sicher, wenn wir das alle gemeinsam machen, dann stellen wir uns mal vor, das wäre so. Am nächsten Tag wäre der Nachbar nicht mehr so ein Arsch, wie wir im Moment vielleicht denken, er ist. Oder das Wetter wäre nicht so schlecht. Oder Friedrich Merz würde nicht alles falsch machen, obwohl er versucht, alles richtig zu machen und so weiter. Das wäre nicht so. Das ist das, was Fußball verändern kann. Und das zu wissen, bedeutet, ab heute müssen wir alles dafür tun. Nicht, dass wir Weltmeister werden, dass wir so spielen, dass wir es könnten. Und nicht wahnsinnig viel Glück und Pfosten und bei den anderen und alles rein und raus. Das ist der Auftrag, den wir haben. Weil Fußball, wir alle wissen, alles gibt wichtige Dinge als Fußball. Nur witzigerweise hat im Moment das geile, was noch? So, während der WM denken wir ja, was denn noch? Da scheiden Länder aus der WM aus und zu Hause muss man sich Sorgen machen, ob die sicher ankommen. Das ist in Deutschland glücklicherweise nicht so, aber in etwas leidenschaftlichen Ländern ist es so. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das zu nutzen. Und ich lade euch alle ein. Ja? Ich hab Bock. Wenn ihr es auch habt, los geht's. Ich habe das Gefühl, ein bisschen hast du Pressekonferenzen doch vermisst. Patrick Berger. Hier in der zweiten Reihe. Vielen Dank, danke Franzi. Hallo Herr Klopp. Sie haben gerade eben schon gesagt, dass es ein paar Spieler gibt, die vielleicht noch nicht so richtig wissen, dass sie eingeladen werden. Jetzt mal, um explizit auf die Problemposition in Anführungszeichen hinten rechts zu kommen. Das ist ja eine Diskussion, die es immer wieder gibt um Joshua Kimmich. Haben Sie da schon eine klare Vorstellungskraft, ob er da weiterspielt oder doch woanders? Und so grundsätzlich, welche Jungs haben Sie da auf den Positionen, Flügel, wenn das der Spielmacher der Zukunft ist oder des aktuellen Fußballs oder auch hinten rechts im Petto, den man jetzt vielleicht nicht so richtig kennt? Danke. Das wird ja so ein bisschen so bleiben, dass er jetzt nicht richtig kennt, weil ich muss erst mal kennenlernen. Ich habe Ideen, ich habe mit niemandem gesprochen und so weiter. Und ich werde jetzt hier keine Position verteilen oder sagen, wo einer nie wieder spielen wird oder wo er jetzt immer spielen wird. Spielen wird, wer sehr gut ist, Riesenbock hat und in dem Moment, wo das Trikot anzieht, noch ein bisschen besser wird. So ins Fliegen kommt. Weil ich habe das nie angehabt. Ja, bestimmt nicht ganz. Ich habe 2 Länderspiele für die Studentennationalmannschaft gemacht, aber das war nicht mal, da war damals nicht mehr das Adidas-Trikot, das war so ein Lappen. Und da haben wir am ersten Spiel die Trikots getauscht.
Und dann mussten wir sie zurücktauschen, weil wir nur einen Satz hatten. Das war also nicht so eine gute Idee. Lutz Hahngartner war mein Trainer übrigens damals. Alte Geschichte. So, das heißt, es ist was ganz, ganz Besonderes. Das müssen wir schon hochhalten. Ich verstehe das total, wenn man 100 irgendwas, das ist irgendwann mal ohne so viele Spiele. Ich war auf der anderen Seite. Länderspiele haben mich früher gestört. Jetzt versuche ich, sie zum absoluten Highlight zu machen oder irgendwie. Ich möchte mit den Vereinen reden, wirklich mitnehmen und so weiter und gucken. Und wenn mich jemand anderem sagt, der kann nicht, weil er 4 Spiele in Folge gemacht hat, dann soll er nicht. Und dann kämpfe ich nicht darum und sage, ja, aber irgendwie ohne ihn können wir nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass wir eben auch ohne mal können und trotzdem dran glauben, dass es was werden kann. Darum geht's. Wir können ja nicht nur auf Verletzungen reagieren. In dem Moment, wo sich jemand verletzt, so muss ich vorher Gedanken, was können wir denn machen? Und das sehe ich als meine Aufgabe. Wir werden gucken, wie gut ich das mache. Ja, also habe natürlich wahnsinnig viele Ideen und würde Sie jetzt nur verwirren, wenn ich die alle formulieren würde. Aber also jeder mit einem, man weiß jetzt gar nicht genau, jeder, der berechtigt ist, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, der sollte sich da draußen jetzt ruhig mal ein bisschen Mühe geben, weil ich werde gucken. Meine Tür ist offen. Also nicht die sprichwörtliche, sondern in die Mannschaft. Und ja, aber so haben sie heute niemand wird abgeschrieben oder sonst irgendwas. Heute ist es wirklich ein Neustart. Für mich ja sowieso, aber für alle, die wirklich Bock drauf eben auch. Und den wollen wir jetzt schon auch nutzen, indem wir wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, die Schritt für Schritt sukzessive so ein bisschen kriegt das eine Form. Und dann muss ich ja drüber reden, weil dann ist ja schon wieder Pressekonferenz. So. Oder Nominierung. Darf ich mal kurz die Nachfrage zu Kimmich nochmal stellen? Ja, richtig aufgehoben oder Sie haben es jetzt auch lange verfolgt? Ja, aber will ich jetzt ungern. Weil wir gehen die 2 Antwortszenarien kurz durch. Ich sage, ja, er hat auch mal gut gespielt oder der auf 6 ist, dann ist das Ding erledigt. Ich will mir gerne die Option einfach mal wirklich generell drüber nachdenken und nicht zu früh mich mit einer Position alleine beschäftigen. Aber eins kann ich sagen, wir werden definitiv mit dem Rechtsverteidiger spielen. Das ist schon mal klar. Da bin ich sehr positiv. Dann Sven Voss und danach Matthias Dersch für den Kicker. Jürgen, das Verhältnis Fan zur Nationalmannschaft hat in meinen Augen in den letzten 14 Jahren ganz schön gelitten. 14 Jahre? Ja, vermute ich einfach mal. Ach so, da waren wir mal Weltmeister. Was auch nicht nur mit den Ergebnissen zu tun hat, glaube ich, sondern auch damit, wie sich die Nationalmannschaft gibt. Es gibt Leute, die sagen, ist mir doch egal, was die Nationalmannschaft sagt. Es gibt andere, die sagen, die sind so abgehoben. Jetzt hast du eben selber gesagt, du weißt, wo du herkommst. Wie wichtig ist dir dieses Thema? Wie wichtig ist es, dass es wieder ein gemeinsames, ein Zusammenspiel gibt zwischen Fans und dass die Fans auch wieder sagen, ich finde die Nationalmannschaft ganz cool? Naja, das ist super wichtig, weil ich meine, das ist jetzt ein bisschen doof, habe ich gerade gesagt, es gibt wichtige Dinge als Fußball, dann spielen wir Fußball vor uns hin und die Leute denken, ja, was ist da drüben los, das Licht an, ein Länderspiel. Das wäre jetzt wirklich so das ungünstigste Szenario. Ich glaube, dass die Kraft des Fußballs liegt darin, Leute zusammenzubringen. Ich komme gerade zurück von der Weltmeisterschaft und kann das sehr gerne, also auf meiner persönlichen jetzt neuen oder wenn ich mir meine neue Realität betrachte, was die beste Fortbildungsmaßnahme, die ich so im Grunde genommen haben konnte, weil ich in keiner anderen Konstellation nicht so viele Länderspiele gesehen, wie ich jetzt gesehen habe. Und muss mich auch noch richtig mit ihnen beschäftigen, weil ich anschließend irgendwie drüber reden musste. Und das Auffälligste war tatsächlich die Atmosphäre in den Stadien, war unglaublich. Und ich weiß ganz bestimmt, wenn ich da war, da war auch mal ein Spiel dabei. Wenn ein Spiel schlecht war, dann war auch die Atmosphäre nicht gut. Das finde ich komplett fair. Aber es gab Momente, vor allem vor dem Spiel, wo Leute, die Vorfreude, die Menschen hatten, auf dieses Event, war unglaublich. Und nein, in Amerika haben nicht alle mitbekommen, dass eine Weltmeisterschaft ist. Das hat sich überhaupt nicht komisch angefühlt. Man war da 6 Wochen, hab da mehr oder weniger gelebt, und hat sich 0,0 komisch angefühlt. Warum sollten die Leute sich für alles interessieren? Aber dafür haben wir in Deutschland nicht mitbekommen, oder nicht viele Leute, dass sie nix in New York Basketball-Champion geworden sind und hat es auch nicht interessiert. Und die haben eine riesen Parade gemacht. Also kein Vorwurf. Es war eine richtig tolle Atmosphäre. Dieses Spiel hat sich auf eine ganz, ganz tolle Art präsentiert in den USA. Mitgebracht wurde es von ganz viel emotionalen Menschen, Kolumbianern, Mexikanern, unfassbar in Mexico City zu sein, das wahrzunehmen. Diese Chance in schwierigen Zeiten, die müssen wir versuchen zu nutzen. Es ist schwierig im Moment, ganz bestimmt für viele Leute, aber sich das Recht rauszunehmen, da in diesen Momenten sich auf den Fußball einzulassen, das ist eine Kraft, die der Fußball hat. Und die möchte ich, ob die dann angenommen wird oder nicht, das kann ich nicht beeinflussen, aber ich würde gerne in Vorschuss gehen. Das ist so einmal, komm, jetzt mal.
Jetzt machen wir mal. Und das ist gar keine Garantie und die anderen können das auch alle. Ich bin über die Namen drüber gegangen. Ich hatte einen extrem positiven Blick auf die Mannschaft. Und es ging mir nicht, bei der WM habe ich nicht gedacht, ja, kann man nicht besser spielen und so weiter. Nein, war nicht so. Aber wenn ich jetzt über die Namen drüber gehe, wir haben unglaublich viel Talent. Wenn man das nicht tut, hat man das Gefühl, wir haben gar keine Talente. Alles läuft falsch in Deutschland. Wir haben gar keine. Dann guckst du drauf, ja gut, da sind die doch. Wir haben unglaublich, wir sind U17 Welt- und Europameister 2023 geworden. Wir gucken mal kurz auf die Uhr, oh, das ist 26, die müssen jetzt irgendwie 20 sein oder so. Das ist ein relativ cooles Alter. Mit 17 brauchen wir sie jetzt nicht alle schon, das ist schön, aber da dürfen sie gerade mal in die Disco gehen und so. Aber jetzt kommen sie langsam mit Führerschein, können wir sie gebrauchen, sozusagen. Also sie sind da draußen, die waren in dem Jahrgang, waren die mit die Besten. Und ich glaube nicht, dass die anderen Nationen jetzt alle mit der U15 gespielt haben. Aber man muss sich im deutschen Fußball generell Gedanken machen, spielen wir darum, das nächste Turnier zu gewinnen oder spielen wir darum, das nächste wäre immer cool, aber spielen wir irgendwie da hinzukommen oder spielen wir wirklich darum, dass wir alles auf das nächste Level stellen, dass wir wieder ein logischer Kandidat werden, weil das sind wir nicht mehr im Erwachsenenbereich. Macht aber nichts. Wir gucken jetzt mal ganz kurz drauf, wo sind die Talente? Da haben wir wirklich viele und ich möchte, dass diese positive Stimmung, dass meine positive Warnung, dass da die mehr Leute, ja, und in dem Moment, wo das ist, hat man mehr Lust auf das, was da passiert. In dem, wo das ist, fällt es den Spielern leichter zu performen, weil, was ich gesagt habe, die Erwartungshaltung ist in Deutschland Wahnsinn. Ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen, aber wahrscheinlich hat Julian gesagt, er will Weltmeister werden, geht's mal von aus. Dann guckst du drauf, warst ja, ambitioniert. Aber man stellt sich vor, er hätte gesagt, endlich mal wieder ins Halbfinale kommen, dann wären wir hier los gewesen. Wäre irgendeiner von euch gesagt, ja, der schätzt mal realistisch ein. Und wenn wir es im Viertelfinale schlagen, irgendwie sowas in der Art. Was soll man sagen? Natürlich möchte man die höchsten Ziele erreichen. Wir müssen nur alle uns klar machen, dass wir dafür manchmal ein bisschen Zeit brauchen. Das Witzige an der heutigen Zeit ist, dass man niemand mehr und nichts mehr Zeit gibt, außer sich selber. Ich darf für mich in Anspruch nehmen, dafür brauche ich ein bisschen länger, aber da draußen soll alles sofort so funktionieren. Da sind wir alle, wenn wir einfach mal ein bisschen anfangen, wirklich da so richtig drauf zu gucken. Nicht aus der Beobachterrolle, sondern mitmachen. Wie gesagt, mach das für euch. Witzig. Ja? Ihr wollt mich nicht, gehe ich. Ihr wollt mich, dann müsst ihr schon ein paar Dinge in Kauf nehmen. Also wo nicht alle immer gleich Hurra schreien werden, möglicherweise. Ja? Aber zumindest mache ich es nach bestem Wissen und Gewissen. Das kann ich versprechen. Matthias Dersch. Ist der Schnurrbart wieder im Kommen? Weil wir sind hier die Fraktion hier außen. Hallo Jürgen, auch von mir. Du hast das Wort Geduld gerade schon verwendet. Wie groß wird denn deine Geduld sein, wenn du zwischen den Länderspielen relativ wenig Tage Zeit hast, um mit der Mannschaft wirklich intensiv inhaltlich zu arbeiten? Und zweite Frage, Marc Hosicke, Per Mertesacker, die Namen sind schon gefallen. Wie tief willst du denn hineingehen, auch in die unteren Strukturen? Hannes Wolf ist ja auch jemand, den du sehr gut kennst. Ja. Was war der erste Teil? Also der zweite hat mich irgendwie mehr interessiert. Was war der erste? Deine Geduld, nicht mehr täglich auf dem Trainingsplatz zu stehen. Hast du bei Red Bull ein bisschen trainieren können, aber davor warst du jahrelang Vollbluttrainer? Nein. Ich habe selber mehr trainiert, als ich irgendwie mit irgendjemand anders trainiert hätte. Das ist kein Problem. Ich bin ja nicht doof. Also ich weiß ja, dass das ist eine Diskussion, die gerne geführt wird. Verstehe ich auch total. Der eine ist ein Vereinstrainer, der andere ist ein Verbandstrainer und der Vereinstrainer muss jeden Tag am Platz stehen. Ich stand in meinem Leben so oft auf dem Platz. Bei schlechtestem Wetter. Also jetzt nichts, was man vermisst. Der Kontakt zur Mannschaft, den habe ich irgendwie das Gefühl, den kann ich trotzdem haben. Jetzt werden wir das nochmal feststellen, wie das geht. Aber dieses Trainingseinheiten, das ist in einer Woche mit 3 Spielen, dass ich die meiste Zeit meiner Karriere hatte, beläuft sich das auf knappe 50 Minuten, vielleicht mal eine Stunde, an manchen Tagen nur eine halbe Stunde. Das sind Trainingseinheiten, fallen weg. Alles andere findet im Gespräch statt. Und meines Wissens haben die alle Telefon und so. Und da gucken wir jetzt einfach mal, wie viel man da machen kann. Ich werde mir die Spiele der Spieler angucken und dann werde ich ihnen mein Feedback geben wahrscheinlich. Das ist auch Kontakt, das ist Entwicklung. Wir müssen das sehen. Wir haben jetzt natürlich mit De La Fuente einen Trainer, wo man echt sagen, also in Spanien, wo man sagt, okay, der arbeitet seit gefühlt 20 Jahren mit dieser Generation zusammen, weil er sie schon seit U16 kennt. 10 Spiele im Jahr ungefähr ohne Turnier. Da hast du dann, ich hatte Saisons mit über 60 Spielen, das heißt, es wären dann genau 6 Jahre, dann wäre ich so weit.
also ein bisschen doof. Müssen wir schon gucken, dass wir das andere hier. Aber die reine Arbeit auf dem Platz, das können wir jetzt nicht ändern. Müssen wir wirklich. Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, aber es ist nicht, dass es mir fehlt. So, haben wir die anderen auch nicht alle und die haben sich auch entwickelt. Also deswegen geht's mal davon aus, dass wir das auch hinkriegen. Ich habe jetzt nicht 800 Trainingseinheiten vorbereitet und stelle fest, dass die letzte kann ich erst 2078 machen, sondern wir machen wirklich viel Regeneration, vor allem für das erste Spiel wahrscheinlich immer und viel reden und wie ihr merkt, reden geht immer noch vernünftig, hebe ich mir dann für die Spiele auf. Ja. Wir haben ganz hinten Klaus Bergmann. Der zweite Teil der Frage habe ich jetzt. Was war der nochmal? Wie tief du reingehen willst in die Strukturen. Sehr. Habe ich ja gesagt. Wer Jürgen holt, kriegt ihn. Also es mag heute sein, haben sich alle gefreut. Bin mir nicht sicher, dass es jeden Tag der Fall sein wird. Aber ich wohne ja auch relativ nah hier. Also hat der Bundestrainer einen festen Parkplatz? Hast du einen? Habe ich gesehen. Bei dem bin ich vorbeigefahren. Hat der Bundestrainer auch einen? Du hast den noch aus Leverkusen schon. Nee, hab ich einen Parkplatz mit Schild. So, da habe ich einen Parkplatz. Der wird ab und zu ein Auto draufstehen. Das kann ich schon mal sagen. Aber jetzt noch mal klar zu sagen, dieser Job, ich habe die Diskussion alle verfolgt über die Jahre. Und immer wenn es nicht lief, dann wurde dem Bundestrainer vorgeworfen, er ist er nicht hingefahren, da war er nicht und so weiter. Ich sage, er sind Trainer Weltmeister geworden, die wussten nicht mal, dass wir U21 haben in dem Land. Da bin ich mir ganz sicher. So, also dementsprechend nicht hier in Deutschland, sondern in anderen Ländern. So, das ist schon alles sehr erfolgreiche Trainer, interessiert ganz vieles wirklich gar nicht. Die Kritik ist aber absolut in Ordnung und ich glaube, auch da kann man es nicht allen recht machen. Wir haben mal versucht, irgendwie so, das ist der Supercup, den hat Aki Watzke schon bestellt, dass ich da neben ihm sitze auf dem Ding, aber macht natürlich Sinn, wenn Bayern gegen Dortmund spielt oder Dortmund gegen Bayern. Da fällt mir ein, die Bayern müssen sich keine Gedanken machen, dass ich bei Aki und ich und Sven Bender jetzt hier sind, wir nur noch Dortmund-Spieler einladen, was auch witzig wäre, oder weil ich mal bei Red Bull gearbeitet habe, nämlich nur Leipziger. Obwohl die sehr gute haben. Jetzt, wo waren wir genau? Nee, wir wollen auf jeden Fall, möchte ich das alles verbessern. Wir wollen da wirklich ran. Wir wollen, wenn man so will, die deutsche Nationalmannschaft ohne WM-Titel so positiv darstellen wie irgendwie möglich, um dann irgendwann wieder dahin zu kommen. Es ist so, ihr merkt ja, dass ich hab Lust auf die Nummer. So, und jetzt geht man einem dann los. Das ist halt das Problem, wir spielen erst in 2 Monaten und dann auch noch in Holland. Da treffe ich wahrscheinlich etliche meiner Ex-Spieler und so weiter oder sonst was. Und das ist alles gut. Die Zeit nutzen, viel arbeiten, jeden dabei unterstützen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Ich möchte nicht für andere Leute Entscheidungen treffen, aber ich tatsächlich mit Hannes sehr lange, sehr eng zusammengearbeitet und es wird ihm helfen, dass ich jetzt hier bin, weil ich an das, was er macht, 100% glaube. Und das hilft natürlich dann in dem Fall. Und alles andere gemeinsam mit meinem Team Dinge anschieben. Das ist es. Klaus Bergmann und dann Jan-Christian Müller. Ja. Guten Morgen. Hallo, Herr Klopp. Hi. Sie werden die erste Phase ist ja jetzt neu gemacht, dass es gleich 4 Spiele sind. Ja, super. Ja, das ist schon fast die Antwort. Also Sie sind sehr froh, dass Sie diese gleich 4 Spiele haben. Und wie werden Sie die angehen? Sie müssen ja irgendwie den Spagat schaffen zwischen schnellem Erfolg oder möglichst schnellem Erfolg und dann der Europameisterschaft 2028, die ja nun stattfindet in einer Region, wo Sie gerade herkommen. Naja, also das ist sehr witzig. Ich habe als Vereinstrainer, das ich in meinem früheren Leben mal war, habe ich ja gedacht, als die Nations League eingeführt wurde, ich dachte, wow, wer ist denn auf die Idee gekommen? Jetzt gibt's gar keine Freundschaftsspiele mehr. Das ist Wahnsinn. Das war für mich, jetzt müssen alle immer hin und es geht immer um alles und so weiter. Wir müssen den Spagat schaffen zwischen Entwicklung und Perform, was immer das für Erfolg bedeutet. Also im Grunde genommen ist es jetzt kein wildes Casting da draußen los, aber ich finde, es ist schon auch die Zeit, wo man so ein bisschen in Zeiten, wo sehr erfolgreiche Fernsehformate irgendwie heißen, Deutschland sucht den Fußballstar. Also es ist ja gar kein Problem damit, wenn jetzt, wenn dich alle da zeigen wollen. Ich muss auch immer mal gucken, ob das auch funktionieren kann und in welchen Spielen das geht. Und das Coole und gleichzeitig Doofe ist mit den 4 Spielen, also ich kann gar niemand fragen, und wie habt ihr das gemacht? Ja, haben wir noch nie gehabt.
So, also da wird es auf jeden Fall eine Lösung für geben. Ein paar Dinge schweben mir da im Kopf, aber auch die sind nicht druckreif, aber da werden wir irgendwie vorbereitet sein und werden da nicht 11 Mann durchpeitschen. Sagen wir es mal so, die alle die 4 Spiele spielen müssen. Da gucken wir mal, wie viele Leuten wir die Möglichkeit geben können, diverse Spiele zu spielen in Holland, Griechenland und Deutschland, die ersten 4, glaube ich, ja. Nö, also, aber das ist echt ein bisschen früh. Also ich hatte bisher keinen Zugang zu offiziellen DFB. Die Spieler, die ich gesichtet habe, habe ich auf YouTube gesichtet. Und da sehen alle gut aus. Sogar meine alten Videos, können wir mich nochmal drüber nachdenken, ob wir nicht dazu nehmen. Und deshalb war es jetzt wichtig, dass ich hier in welches System auch immer eingeloggt werde, damit ich da mal richtig drauf gucken kann. Das soll nicht vergessen, ich war 9 Jahre in England, 2 Jahre raus in 11. Einige der Spieler, die jetzt dabei sind, als ich gegangen bin, haben die noch B-Jugend gespielt oder nicht mal das. Also macht schon Sinn. Ich habe viel Fußball geguckt, viel Bundesliga geguckt in den letzten Jahren, aber es macht schon Sinn, dass ich nochmal genauer drauf gucke. Aber ich freue mich drauf. Und die Jungs, wer auch immer das ist da draußen, die Zukunft im Nationalspiel können sich auch drauf freuen. Wer Gas gibt, wird mit mir viel Spaß haben. Das war schon immer so und wird in Zukunft auch so sein. Jan-Christian Müller. Ja, Klopp, die überraschendste Personalie ist ja jetzt Marc Hoseke, der ja hier auch in der ersten Reihe sitzt. Den können wir aber jetzt nicht direkt fragen, deswegen frage ich Sie. Warum machen Sie das so? Wird der jetzt 100% an Ihrer Seite sein, weil der ja auch noch andere Mandanten hat, weiß ich. Kein Berater, Marc Hoseke ist kein Berater mehr Stand. Weiß ich nicht. Vielleicht kann Herr Neuendorf auch noch mal was dazu sagen. Wird es jetzt einen Vertrag geben? Zur Aufgabe wird schon gerne. Ich gebe gerne dann Bernd das Wort, aber zur Aufgabe wird schon gerne ich sagen. Nee, die vertragliche Sache kann vielleicht Herr Neuendorf oder Herr Watzke was zu sagen. Ja, sehr gerne. Wir haben ja von Anfang an gemerkt, als wir das erste Gespräch mit Jürgen und hatten, dass Marc für ihn ein extrem wichtiger Ansprechpartner ist. Das hat sich in den letzten Wochen auch so bestätigt. Wir haben, glaube ich, auch, weiß nicht, Marc, wie oft am Tag telefoniert und gesimst und Dinge gemacht. Also es war ganz klar, dass die beiden so eng miteinander verwoben sind, dass sie nur im Paket zu haben sind. Das war von Anfang an klar und wurde auch klar gemacht, aber wir haben das natürlich auch akzeptiert. Die Frage ist dann immer, in welcher Rolle. Jürgen hat das gerade als Co-Trainer bezeichnet, sozusagen für eher administrative Dinge, für Dinge, die jenseits des Fußballplatzes dann stattfinden, organisatorische Dinge. Das ist das, die Marc Hoseke, so ist unser Verständnis, so haben wir den Vertrag auch aufgesetzt, dass er die künftig für das gesamte Trainerteam übernimmt, nicht als Mitarbeiter des DFB wohlgemerkt. Und das heißt, er hat aber jeden Zugang in den Verband, er stimmt sich ab mit dem Trainerteam, hält das Trainerteam für erforderlich. Er ist ein wichtiger Mensch, eine wichtige Schnittstelle in den Verband hinein, bei allen möglichen Themen, Team hinter dem Team, Kommunikation, Sponsoren, all diese Fragen, die das Trainerteam bewegen, rund um das Trainerteam eine Rolle spielen, jenseits des Fußballs, jenseits von Aufstellungen, von Mannschaften und so weiter, für die natürlich originär der Bundestrainer und seine klassischen Co-Trainer zuständig sind, gehen diese Trainerfragen und Trainerthemen über den Tisch von Marc. Er ist eng angebunden, auch das ist so verabredet mit dem Verband. Er kriegt jede Schnittstelle in die Kommunikation, ins Marketing, aber eben auch bis hoch in mein Büro. Ich bin auch und stehe zur Verfügung als Gesprächspartner, Aki auch, die Geschäftsführung selbstverständlich. Wenn es Themen gibt, die das Trainerteam für unabdingbar hält, um den Erfolg sicherzustellen, von dem Jürgen gerade gesprochen hat, dann ist Marc Hoseke derjenige, der das in den Verband transportiert, mit dem wir diskutieren, und die Entscheidungen fallen aber natürlich, und es kann nicht anders sein, wenn er ein externer Mitarbeiter ist hier in den Gremien, aber jeder kann sicher sein, dass wir alles tun werden, um diesen Erfolg der A-Nationalmannschaft sicherzustellen, und insofern, das haben auch die letzten Wochen gezeigt, wird das ein enges, vertrauensvolles Verhältnis. Wir haben alle das gleiche Ziel, Jürgen hat es gesagt, und deswegen glaube ich, dass es eine sehr, sehr gute und fruchtbare Zusammenarbeit gibt. So, ich weiß, es gibt noch sehr viele Fragen. Wir machen noch 3, denn Jürgen hat es gesagt, es stehen in der Zukunft noch sehr viele Pressekonferenzen für den Bundestrainer an. Jörg Weiler. Bitte nicht warten bis zum Schluss. Das Highlight.
Jürgen, kommen wir mal zu den wichtigen Fragen. Du hast ja gesagt, dass es eine große Ehre wäre für dich an der Seitenlinie, das für Deutschland als Bundestrainer zu machen, den Job zu machen, so langsam. Werden wir dich mit dem Anzug an der Seitenlinie sehen oder im Trainingsanzug? Das weiß ich wirklich nicht für mich. Da habe ich noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Aber Anzug ist nicht, also Anzug, mit Krawatte auf keinen Fall und alles andere wird man sehen. Ich bin älter geworden, wie du auch, wie man sieht. Ja. So, und mal gucken, was wir finden. Aber Trainingsanzug ist jetzt auch nicht wahnsinnig wahrscheinlich. Das ist auch schon ein bisschen her eigentlich. Ja, ich hatte die Gelegenheit, mich in den letzten 2 Jahren neu einzukleiden für mein neues Leben. Und das habe ich das Gefühl, das passt eher in die nächste Aufgabe als das davor. Als Ballonseide. Ja. Sebastian Wessling. Es kam ja vorhin schon das Thema auf, dass es früher ein bisschen eine andere Sicht gab auf die Nationalmannschaft. Ich kann mich da auch noch an die eine oder andere unterhaltsame PK in Dortmund erinnern. Wie läuft dann der Gedankenprozess, wenn das Thema jetzt wirklich dann ansteht? Tauscht man sich dann mit Leuten aus, die da ein bisschen mehr drüber sagen können? Also wie war da, man fragt sich ja, kann ich das machen, traue ich mir das zu? Wie sieht die Aufgabe exakt aus? Mit wem macht man sowas aus? Holt man sich da Informationen, tauscht man sich aus? Wie lief das? Ach so, ja klar, ich habe über Jahre viele Trainer kennengelernt. Einige davon waren dann aber Nationaltrainer nicht hier, sondern in anderen Ländern oder machen das gerade oder wie auch immer das ist. Das ist ein relativ freies Feld, muss man ganz ehrlich sagen, wird komplett unterschiedlich angegangen. Und ich habe irgendwie ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt diesmal das so machen will wie jemand anders, sondern dieses Thema für mich ist, jeder Mensch muss und Zeit zu Zeit gechallenged werden, also um das nächste Level, also jetzt irgendwie dahin zu kommen, wir müssen gucken, vorbeizufahren, wenn man, also irgendwie einen Herzogenaurach aufzuschlagen, kurz vor die Nationalmannschaft, irgendwer ruft an, übrigens, der ist nominiert. Das bin ich ja auch gar nicht. Aber gechallenged werde ich grundsätzlich, so ist mein Trainerteam zusammengestellt von meinen Trainerkollegen. Und eben von Marc über die Jahre. Deswegen war für mich das klar, dass das jetzt hier passieren muss, in dieser Situation, weil meine größte Stärke ist wahrscheinlich erst einmal, auch zu wissen, wo ich nicht top bin. Es gibt ein paar Dinge, die kann ich relativ gut. Das hat mir ein sehr angenehmes Berufsleben verschafft, muss man wirklich sagen. Ich konnte immer das machen, was ich wollte. Und ein paar Dinge bin ich nicht so gut. Und ich möchte, dass wir hier das perfekte Paket bereitstellen. Das war meine Intention. Nichts für mich leichter zu machen, sondern so, ich möchte nichts außer Acht lassen. Ich möchte nichts vergessen. Ich möchte nicht zu sehr auf der Fußballseite verstrickt sein. Und das andere dann die Struktur, weil die ganze Welt hat gerufen danach, wir müssen die Strukturen verändern. Aber kennt gar keiner die Strukturen. Ich will sie erstmal gerne kennenlernen. Und dann rufe ich nochmal und sag, okay, jetzt können wir da gehen wir auf jeden Fall ran. Aber da muss man sich wirklich, die Fachleute auch drum kümmern. Und ich kenne das. Und wenn man jetzt mit jemandem zusammenarbeitet, wenn so Entscheidungen, die man dann trifft, auch wichtig sind, dann ist wahnsinnig wichtig, dass der Mensch, der einem das praktisch empfiehlt, dass man den lange kennt und dass das funktioniert. Und deshalb und mit in eine Richtung denken. Und das ist das, warum das Team so aussieht, wie es aussieht. Um die perfekte Leistung als Gruppe abliefern zu können, einfach im Trainerteam. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und wie der Job dann ganz genau aussehen wird. Wie er woanders aussah, weiß ich nicht. Wie meine aussehen wird für mich jetzt jeden Tag so ein bisschen klarer. Ich habe heute wahrscheinlich meine beiden wichtigsten Mitarbeiter kennengelernt. Mich zu Pressekonferenzen einberuft und alles andere außenrum managt dann noch. Das sind jetzt erstmal, wo ich alle Telefonnummern herkriege und so werden es die nächsten Tage aussehen. Und dann glaube ich nicht, dass irgendwie ein Stein gemeißelt ist, wie man als Bundestrainer zu sein hat, sondern da dürfen wir alle so ein bisschen uns ausleben und das versuchen einfach so gut wie möglich zu machen. Oliver Mucha. Ja, hallo Herr Klopp. Zum Team wird auch weiterhin Rudi Völler gehören. Wie sieht denn da der Austausch aus und inwiefern können Sie von Rudi Völler profitieren? Na, was ich gesagt habe, also du bist im Trainerteam, ist der Einzige mit bisschen Länderspielerfahrung, also Sven Bender. Rudi
ist für mich ist schon, jetzt zuletzt ein bisschen nicht so intensiv, weil jetzt ist das Ding unterschrieben, wird ein wahnsinnig wichtiger Ansprechpartner sein, weil ich alles von Rudi wissen möchte, wie Abläufe sind, wie die Dinge funktionieren hier, wie es gemacht wurde. All diese Informationen, die nur sozusagen Rudi hat, will ich irgendwann haben, um dann frei entscheiden zu können. Ich brauche jemand, theoretisch möchte ich irgendwas in der Sitzung sagen oder sonst irgendwas, also du sagst Rudi, dann sagt Rudi, brauchst du nicht, das hat XYZ schon gemacht und ging komplett in die Hose oder sonst irgendwas. Also, die ganze Erfahrung, seine ganze Art, wie er, sein Blick aufs Leben, sein Grinsen in den richtigen Momenten, sein Sauersein in den richtigen Momenten, das möchte ich gerne mit in unserem Team haben und gehört genauso zum Team dazu wie mein Trainerteam und freue mich da sehr, sehr, sehr auf die Zusammenarbeit. Und er hat mir versprochen, dass er, und das ist für mich wirklich nicht leicht, weil ich dachte, ich kenne alle alten Fußballgeschichten, dass er noch ein paar erzählen kann, die ich noch nicht kenne und die trotzdem witzig sind. Und da kann ich kaum drauf warten. Und dementsprechend wird das gut. Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe ihn als Spieler sehr, 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 sehr bewundert und über die Jahre kennen und respektieren gelernt. Und jetzt dürfen wir sehr eng zusammenarbeiten. Das wird gut. Und Rudi Völler ist ein gutes Stichwort. Rudi, ich darf dich für ein Foto gleich nochmal hier mit aufs Podium bitten. Vielen Dank an euch. Wer bei den Länderspielen dabei sein möchte, kann ab nächster Woche Tickets kaufen und wir freuen uns drauf.